magische Winterlandschaft. 3, 2, 1, los geht's! Und großartige Abenteuer. Tief einatmen, Fingerspitzen streben auseinander. Perfekt! Schleuderkurs. Und das vor einer Traumkulisse. Es geht früh los. Wir sind an der Bergstation der Schlossalmbahn. Der Morgen gehört uns allein. Ist das grandios? Gleich geht da hinter dem Berg die Sonne auf und wir sind dabei. Und zwar sind wir diesmal mit der Expedition in die Heimat im Salzburger Land, genauer gesagt im Kasteiner Tal. Eine Region, die schon seit Jahrhunderten Kaiser, Könige, Filmstars angezogen hat und ganz viele Urlauber aus dem Südwesten. Heute sind wir da und wir werden nicht nur Skifahren, wir zwei. Du wirst merken, es hat ganz viel zu bieten, von Anfang bis zum Ende. Okay. Jetzt diese Ruhe und wir alleine vom Sonnenaufgang. Also ich freue mich jetzt richtig auf Skifahren mit dir. Jetzt kommt sie da. Über den Berg. Ski. So, lange. Bist du schon bereit, oder? Ja, aber sowas von bereit. Dann ist es mir eine Ehre, dass du mich mitnimmst. Du bist nämlich eine, ja, der weltbesten Skifahrerin überhaupt. Und ich darf mit dir mit. Bist du bereit? Gehen wir's an? Aber sowas von. Auf in den Sonnenaufgang. Early Morning Skiing nennt sich das. Vor allen anderen auf der Piste sein und genussvoll seine Schwünge ziehen. Ein einzigartiges Erlebnis, für das sich das frühe Aufstehen gelohnt hat. Zumal bei diesem Kaiserwetter. Du bist, was ich unglaublich finde, nämlich Freeriderin. Das heißt, du suchst wirklich die ganz einsamen Hänge und fährst dort, wo noch niemand gefahren ist. Klar, also unverspurte Hänge sind natürlich immer das Schönste. Wenn du sagst, dass du perfekte Schneebedingungen, stabile Lawinenlagesituation, gutes Wetter und dann noch einen unverspurten Hang. Vorher vielleicht mit den Tourenskien und mit Freeride-Ski irgendwo hochgelaufen, das ist natürlich das Um und Auf. Man schaut, wie ist die Lawinenlagesituation, kann ich das überhaupt fahren, passt der Hang? Und diese Situationen, wo wir dann auch mal Nein sagen müssen, die sieht man natürlich nicht. Und wenn es dann aber passt, dann ist es natürlich absolut das beste Gefühl, was man auf Skien haben kann. Tiefschnee und für sich alleine, das ist natürlich perfekt. Juhu! Ich sag's ja, ein Traum. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinschauen soll, so schön ist das. Das ist auch so gedacht. 360 Grad Berge pur. Hast den höchsten Berg Österreichs schon entdeckt? Du, die sehen gerade alle für mich hoch aus. Also der sieht ziemlich hoch aus. Ja, genau. Ganz dahinter, also nicht täuschen lassen. Der im Hintergrund, links davon, Die kleine Spitze, das ist der Großglockner. das ist deine Welt hier, Sandra. Und die erkundest du nicht nur auf Skiern, und zwar exzellent, sondern, und das beeindruckt mich echt auch, du machst doch deine eigenen Filme. Wie ist es dazu gekommen? Das ist tatsächlich eine Motivation gewesen, die ich wohl nicht fertig gedacht habe. Vor mittlerweile über 10 Jahren, als ich damals gesagt habe, ich mache jetzt den ersten Skifilm. Damals war es der erste europäische reine Freeski-Film nur mit Frauen. Ich habe das Filmemachen ja nicht gelernt. Ich habe Sport- und Trainingswissenschaften studiert, aber ich war fasziniert von diesen Gedanken, mit Freundinnen zu reisen und daraus einen Film zu machen. Als Trainerin warst du sogar mal für die Knie der Nation verantwortlich, kann man sagen, oder? Nämlich für eine der berühmtesten österreichischen Rennfahrerinnen. Ja, genau. Also ich habe schon während dem Sportstudium angefangen, als Konditionstrainerin zu arbeiten und natürlich auch als Skitrainerin. Aber die du jetzt ansprichst, das ist die Anna Veit oder damals Anna Fenninger mit einer so Weltklasse-Sportlerin. Das ist eine herausfordernde Arbeit, natürlich auch geprägt mit Verletzungen, gekrönt mit Erfolgen und auch einer schönen Freundschaft, die da echt entstanden ist. Was wünschst du dir? Was ist ja, wichtig? halt einfach, dass die Mädels rausgehen, Spaß haben am Skifahren, sich was zutrauen und auch lernen wollen und eben auch dieses Hinfallen einfach mal akzeptieren. Es ist okay. Wichtig ist einfach einmal öfter aufstehen als hinfallen. Ich lasse dich aber nicht so schnell gehen. Ich möchte dich noch mal wiedersehen. Wir sehen uns nochmal. Ich habe nämlich noch eine Überraschung für dich. Ich sage jetzt mal nur so viel. Du brauchst keine Ski und keine Skischuhe, aber du sollst dich warm anziehen, wir werden draußen sein. Du machst mich schon sehr neugierig. Bis dahin habe ich noch einiges vor.
Wir sagen jetzt erstmal, wo wir diesmal überhaupt sind. Im Salzburger Land, Gasteiner Tal. Genau, du bewegst dich tatsächlich vom Talanfang in Dorfgastein. Da gibt es Ski-Yoga für dich. Dann gibt es Hofgastein. Da ist die Skitourismusschule, die du dir ansehen wirst. Noch ein Stückchen weiter oben ist Sportgastein. Da wartet die Manuela mit ihren Schlittenhunden auf dich, bevor du dann zurück nach Bad Gastein gehst. Total berühmt. Mit der Hotelkulisse. Belle Époque, wie früher. Sehr beeindruckend. Bad Gastein wird nicht umsonst als Monte Carlo der Alpen bezeichnet. Und schon zur Jahrhundertwende kamen die Gäste aus aller Welt. Wegen des Thermalwassers und wegen der berühmten Hotels. Allerdings begann Ende der 80er Jahre der Niedergang. Aufgrund fehlender Modernisierung mussten viele Häuser schließen und rotterten lange vor sich hin. Bis vor kurzem. Der morbide Charme des Ortes lockt neuerdings vor allem junge Menschen an. Und an vielen Stellen lebt alter Glanz ganz neu auf. Wie hier. Villa Excelsior. Das klingt doch schon mondän. Nach Kaisern, Königen und Prominenten. So ist es. Und das seit 120 Jahren? 125. Entschuldigung. Ja. Aber es mischen sich auch ganz normale Gäste darunter. Also ist jeder willkommen. Auf jeden Fall ein Hotel mit ganz vielen Geschichten. Ich brenne drauf, sie zu hören. Dann fangen wir an mit einer Runde durchs Haus. Darf ich mal? Bitte sehr. Gehört auch dazu, oder? Jetzt kommen wir ins Herzstück eines Gasteiner Hotels. Das sind die Thermalbäder. Ist das alles noch original? Das ist noch original. Auch das Bewährteste, wenn man so will. Man hat versucht, dann auch einmal die Wannen zu ändern. Aber das Klassische ist diese römische Wanne mit den Stufen zum Einstieg, zum Ausstieg, auch für Menschen, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Ideal. Aber das war damals mehr so, um sich was Gutes zu tun. Also man musste nicht sehr krank sein, sondern man ist einfach zum Badurlaub gegangen nach Bad Gastein. Richtig. Heute wird man vielleicht sagen Wellness. Ja. Und vor allem war es auch ein gesellschaftliches Ereignis. Der Grund, dass die Häuser alle rund um den Wasserfall gebaut wurden oder überhaupt Hotels da in diese Hänge hineingebaut wurden, liegt daran, dass wir das Thermalwasser haben und die Gäste zur Kur nach Gastein kamen. Das ist ja mal eine tolle Tapete. Alles neu renoviert hier? Ja, vogelwild. Ja, nachdem die Welt immer moderner wird und auch die Hotellerie immer moderner wird, ja, was ja was Schönes ist, haben wir gesagt, dann müssen wir einfach in die andere Richtung gehen, um irgendwo anders zu sein. Und das Haus bietet sich an und das machen wir auch. Gerade weil es was anderes ist, kann es auch durchaus hübsch sein. Wenn man zu uns kommt, dann ist es so ein bisschen wie nach Hause zur Oma. Das hören wir auch ganz oft, weil so die Zeit stehen geblieben ist. Eine Geschichte ist, dass auch hier in der Villa Excelsior natürlich Sigmund Freud auch schon genächtigt hat, ne? Sigmund Freud hat nicht nur genächtigt hier, er hat sogar über 7 Mal seine Sommerurlaube hier verbracht. Ja, und er war sehr gerne in Gastein. Aber Sigmund Freud, das Zimmer ist immer noch hier, ne? Das ist auch original möbliert, ist eigentlich ein Einzelzimmer, aber ist teilweise zu dritt belegt. Also Sigmund Freud ist doch für ganz viele Gäste ein Entscheidungsmerkmal, um ins Haus zu kommen. Und das sind Menschen, die kommen aus der ganzen Welt. Und das ist jetzt hier Das hat eine Kirche. Mit Freud nichts mehr zu tun, das ist unsere Hauskapelle. Beziehungsweise wir sagen immer gern dazu die Ferienwohnung vom lieben Gott. Wie schön. Aber wie kommt es dazu, dass der liebe Gott hier eine Ferienwohnung hat? Das Haus war nach dem Krieg im Besitz der katholischen Kirche. Die haben das genutzt als Priesterkurhaus und Erholungsheim für Priester und Schwestern. Und stimmt es, dass tatsächlich schon mal ein Papst hier war? Der war inkognito hier, das durfte damals keiner wissen. Ja, aber das war Papst Johannes Paul, der hatte auch Morbus Bechterew, wo das Gasteiner Thermalwasser wunderbar dagegen oder dafür hilft. Bad Gastein nennt man ja auch gerne so das Monte Carlo der Alpen. Ist da tatsächlich was dran?
Es ist einfach ein mondäner Ort, allein schon von der Architektur her. Und wenn man herumspaziert und sieht diese Paläste stehen, in den Fels geschlagen mehr oder weniger, dann kann das einen schon vielleicht an Monte Carlo erinnern. Was man auch immer wieder hört, Bad Gastein ist das Berlin der Alpen. Den Ausdruck haben es die letzten Jahre geprägt. Auch dadurch, dass es zwischendurch Leerstand gibt, der aber wieder neu belebt wird mit neuen und hippen Geschichten. Es gibt Pop-ups, es gibt Superfrische Kunst, ein Festival. Es hat sich da in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Und es war eigentlich nur durch den Leerstand, der davor war, möglich. Also, Bad Gastein erwacht aus dem Dornröschenschlaf, verbindet alt mit neu. Und das beste Beispiel dafür ist das, was ich jetzt gleich erleben darf. In diesem Fall gehört zur historischen Villa Solitude ein actionreiches Angebot, das mich zum Fliegen bringt. Das sieht jetzt aber schon ein bisschen abenteuerlich aus. Oh, hallo, grüß dich. Was erwartet mich jetzt hier? Du musst nur sitzen, entspannen und die Aussicht genießen. Den Rest machen wir für dich. Aber ist ja schon ein bisschen verrückt, sozusagen, Ja. sich über den Wasserfall zu stürzen. Also ich glaube, Sissi hätte davon geträumt. Genau. Sissi und Franz würden da sicher mitmachen, wenn wir das damals schon gebaut hatten. Villa Solitude, das ist auch so ein besonderes Haus hier. Hier haben ja fast alle Häuser irgendeine Geschichte, ne? Ja, das ist wahr. Das war einmal die Villa von Sissi und Franz. Und jetzt ist ein kleines Boutique-Hotel und ein super Restaurant. Man kann da zum Beispiel auf der Terrasse was trinken. Da kommt man zu uns und schwebt über den schönen Wasserfall. Das ist die beste Waage der Welt. Keine Zahlen drauf, nur ein paar Schriften. Schau mal. Aber das hat jetzt auch schon wieder ein bisschen was von Fliegen, du. Dass du nicht schwimmst, sozusagen. Perfekt. Oh. Warte noch ein bisschen. Aber du, jetzt kribbelt schon ein bisschen. 3, 2, 1, los geht's! Ja, schön. Toll war's. Ja? Bestimmt der beste Blick auf ganz Bad Gastein. Du hast recht gehabt. Perfekt, freut mich, dass er dir gefallen hat. Sag mal, die ganzen Hotels, wer war da so alles? Hast du eine Ahnung? Du, ja, da waren schon ein paar berühmte Persönlichkeiten hier zu Gast. Zum Beispiel da im Grand Hotel del Europe, da hat Liza Minnelli drinnen gewohnt oftmals. Und ich habe gehört, auch Burt Reynolds ist gerne hergekommen. Und vor 2 Jahren habe ich auf der Piste eigentlich auch Hugh Grant getroffen. Also kommen noch immer einige her. Genau. So, jetzt zeige ich dir auch ein sehr spezieller, schöner Ort. Das war früher ein altes Kraftwerk, wurde aber renoviert und jetzt ist ein Café drinnen. Das vermutet man jetzt auch erstmal nicht hier. Genau, ist eine super Location. Ganz schön Und schräg. ja, ist eigentlich cool, weil alles ist noch originell, wie es früher war. Ne, die Turbinen sind erhalten und man könnte es eigentlich wieder anmachen und das Kraftwerk in Betrieb nehmen. Überhaupt Wasser spielt ja eine Riesenrolle hier, ne? Ja, die ganze Gemeinde ist irgendwo sehr eng mit Wasser verbunden natürlich. Das Thermalwasser? Das Thermalwasser, genau. Da kann man super baden und zum Beispiel in der Felsentherme ist die älteste Therme in Österreich überhaupt und ist wunderschön. Man hat einen schönen Ausblick auf die Berge und man schwimmt dabei. Also perfekt. Bist du schon öfter da gewesen? Ja, ich gehe gerne hin. Also ist super. Muss man mal machen. Zum Thermalbaden kommt im Gasteiner Tal noch ein anderes Gesundheits- und Wellnessangebot, das so in dieser Form weltweit einmalig ist. Dazu müssen wir aber erst einmal ein Stück mit diesem ungewöhnlichen Zug fahren. Da ist er, der Lokführer. Da bin ich, ja. Sepp, ich darf mit dir mitfahren? Bitte. Steigerin. Super, vorne sogar. Ja, Maske lassen wir auf. lass mal auf. Drinnen haben wir dann ein virenfeindliches Klima, da können wir es halt abnehmen. Super. Unsere Reise geht 2 Kilometer tief in den Berg hinein. Dank der extremen Verhältnisse haben im Stollen Viren kaum eine Überlebenschance. Okay.
Wie ist es so, hier täglich reinzufahren? Ja, schön. Ja, ist es so? Andere gehen in die Sauna und wir fahren in den Stall. Es ist quasi ein Zug in die Sauna. Ja, genau. In eine gesunde Gesunde Sauna. Sauna. Sepp, das war die heißeste Zugfahrt meines Lebens. Das glaube ich sofort. Wie heiß ist es hier oder wie warm? In dieser Station, das ist die kühleste, da haben wir 37,5 Grad. Die kühlste. Die kühleste. Die Wie warm wärmste wird's? ist bei 41,5 Grad auf Station 4. Wahnsinn. Und wie feucht? Ja, feucht. Auf Station 4 haben wir nahezu 100% Luftfeuchtigkeit und hier haben wir bei 80% ungefähr. Deswegen ist diese Kleidung Pflicht. Genau. Sonst würde man nämlich eingehen. Unsere Arbeitsbekleidung. Ihr macht ja gerade Revisionsarbeiten. Was fällt da so an? Wir sichern das Gebirge ab, das gesamte Grubengebäude wird mit dem Bergeisen abgesichert. Wir machen Ankerkontrollen, wir gegebenenfalls müssen wir Anker nachbauen und Gleiskontrolle machen wir immer. Das müssen wir immer machen. Die Fangkammer sitzt bei der Liegen, als sie Aber das ist natürlich nachkontrollieren. schon großartig, in der Badehose arbeiten. Ne? Ja. Aber das sind halt hier tropische Verhältnisse. Es ist richtig, richtig warm und heiß hier. Oh, stelle ich mir total entspannend vor. Ja, wenn man mal Dotzen auch noch hätte. Aber erzähl mal, wie unterscheiden sich die Stationen? Wir haben 5 Stationen, eigentlich nur von der Temperatur und von der Luftfeuchtigkeit. Der Radongehalt, das Seelgas ist überall gleich. Wir haben sehr gute oder die besten Erfolge beim Maus-Bechdorf oder gesamten Bewegungsapparat, Fibromyalgie, rheumatische Erkrankungen und Arthrose. Und es ist noch sehr gut für Hauterkrankungen und für die Lunge. Welche Auswirkungen hat hier so eine Therapie? Das Radon, das Seelgas, regt den Körper zur Selbstheilung an. Also hier ist Entspannen, da hat man Hypothermie. Das heißt, durch die Überhitzung des Körpers wird das angeregt und dadurch hat man dann langzeitig keine Schmerzen mehr. Boah. Also ich fühle mich gerade schon wie im Thailand-Urlaub. Aber bevor ich jetzt einschlafe, schauen wir uns noch ein bisschen um, oder? Ja, genau. Okay. Jetzt gehen wir da in den Rettungsraum rein. Rettungsraum, oh, das klingt jetzt gefährlich. Nein, das ist unsere Zentrale eigentlich. Untertage, Zentrale, was wir haben. Jetzt haben wir ja die Sperrzeit. Normal ist hier die medizinische Betreuung mit. Wir Lokführer sind hier hinten, haben die ganzen Überwachungssysteme hier. Wie lange gibt es den Stollen schon? Ja, 1940, vor rund 80 Jahren, ist der aufgefahren worden. Da wollten sie eigentlich Gold fördern. Gold? Ja. Dann haben hat sie man aber Radon gefunden. Gold haben sie keins gefunden, aber dafür die Gesundheit. Glück auf. Glück auf. Oh, er hat Glück gehabt. Drum hat man einen Helm auf. Einatmen, tiefe Atmung, öffne dich. Bring über dem Scheitel deine Handflächen aneinander. Und ausatmend führe deine Hände vor dein Herzzentrum. Richte dich jetzt noch mehr auf, Wirbelkörper für Wirbelkörper. Und ausatmend, lass noch mehr los. Tief verwurzelt mit dem Boden unter dir. Anke, das ist toll. Und einatmend nach vorne steigen. Aber sag mal, Ski-Yoga habe ich noch nie gehört vorher. Ja. Was bringt's mir? Nachher auf den Skiern ist es wichtig, dass dieses Körperraumempfinden da ist. Und was unser ganzer Tag uns heute bringen soll, das ist wirklich, dass wir einmal ganz im Skigebiet wirklich ankommen. Was uns die Natur auch zeigt, dieses Wunderbare um uns herum, uns die Zeit nehmen, das auch zu entdecken. Hanna, du bist sogar aus Baden-Württemberg. Von wo genau? Gebürtig aus Heidelberg und jetzt seit fast 4 Jahren hier in Gastein. Ich meine, Heidelberg ist auch sensationell schön. Aber was gefällt dir hier besonders? Es ist einfach auch Work-Life-Balance, vor dem Arbeiten gehen, schnell Skifahren gehen, in die Berge gehen. Die Natur ist der Wahnsinn und eben dort leben und arbeiten, wo andere zum Urlaub machen, hinfahren. War schon immer ein Traum. Wie oft machst du schon Yoga? Ja, also circa 10 Jahre. Ich habe mit der Anke begonnen und bin jetzt eine fleißige Yogi geworden. Hat es dich verändert? Ja, auf alle Fälle. Also meine Bekannten sagen, ich bin jetzt absolut tiefenentspannt unterwegs.
Jetzt vor dem Körper, die Handflächen zeigen zueinander auf Schulterhöhe. Immer noch in der Einatmung führen wir die Arme dann nach oben, öffnen uns. Und die Ausatmung, eine kraftvolle Bewegung nach unten. Und diese Atemübung heißt The Breath of Joy, der Atem der Freude. Und versucht das so ein bisschen nachzuempfinden. Wenn ihr einatmet, wie ihr wirklich aufnehmt, die Energie, die Freude, wie ihr euch öffnet mit allen Sinnen und wie ihr ausatmend loslasst. Und dann kommt einatmend nach oben und ausatmend lasst die Arme über die Seiten sinken. Wie läuft überhaupt so euer Ski-Yoga-Tag ab? Also wir sind wirklich den ganzen Tag zusammen im Skigebiet. Wir haben eine wunderbare Mittagspause. Wir bekommen ein yogisches Essen, das ein bisschen anders ist als diese typische Bretteljause. Und dann haben wir hier in Dorfgastein ganz bestimmte sogenannte Kraftplätze, die wir dann aufsuchen. Wir haben dann zum Abschluss noch eine wunderbare meditative Wanderung. Da wechseln wir dann von den Skiern auf die Schneeschuhe und suchen dann noch einmal ganz besondere Plätze am Berg auf, wo wir dann in Meditationen die Energie noch einmal besonders spüren können. Schneeschuhwandern, das ist jetzt auch was für mich. Ich bin gespannt, ob mich Hans auch an Kraftorte bringt. Sicher ist auf jeden Fall, dieser Mann weiß alles über die Natur hier. Ich darf auch gleich was erzählen, dass da vor nicht langer Zeit der Fuchs vorbeigeschnürt ist. Und zwar heißt es deswegen schnüren, weil der Fuchs in das Trittsiegel von der vorderen Pfote mit dem hinteren hineintritt. Und das schaut dann aus wie eine Perlschnur. Die ist aufgeschnürt und aus dem kommt es, dass der Fuchs schnürt, wenn er so gemütlich unterwegs ist. So Leute, da haben wir einen interessanten Stein mit einem Haufen Flechten drauf. Da geht dir was auf, wenn du rauskommst. Jetzt schaut's mal. Und unter diesen Schuppen drinnen sind eben dann diese Samen eingelagert, pro Schuppe 2. Und die haben dann auch so Flügel drauf. Und im Frühjahr, wenn die Sonne dann drauf scheint, dann geht das auseinander, das fällt dann raus und wie ein Hubschrauber geht das runter. Und wenn er halt auf einen guten Untergrund kommt, dann kann da wieder ein neuer Baum wachsen. Und es ist mir wirklich ein großes Anliegen, wenn man mit den Leuten da rausgeht, ein bisschen aufzeigen, was gibt es in der Natur heraus und wie verhält man sich richtig in der Natur, ohne dass man die Tiere da großmächtig stört dabei. Ich habe einen Hans einmal beim Vortrag gesehen und seine Touren sind ja immer ausgeschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe mal mit und man lernt einfach immer extrem viel über die Natur und man schaut einfach auf Dinge hin, die man so vielleicht bei einer normalen Wanderung, wenn man es einfach nicht kennt, nicht hinschauen würde. Ja. Jetzt gerade ein Flugzeug über uns drüber, das hörst du nur ganz leise, aber das stört schon, weil hier ist eigentlich gar nichts. Ne? Wir haben kein Geräusch gehabt die ganze Zeit. Absolute Stille. Das ist der Wahnsinn und das liebe ich hier. Das gibt es bei uns einfach gar nicht. Wo kommst denn du her? Ich komme aus dem Neckartal, aus Eberbach. Aus Heidelberg. In der Nähe von Heidelberg. Ich arbeite auch hin und wieder von hier. Ich habe ein kleines Apartment bei Freunden und pendel dann immer wieder hier in die Berge. Nationalpark Hohe Tauern ist über 1800 Quadratkilometer groß. Die ganzen Berge dort hinten, die gehören alle auch zum Nationalpark dazu. Wir haben im Nationalpark ja großartige Ausstellungen, wo eben über Hochgebirgsökologie gezeigt wird, wo auch Leute, die vielleicht weniger weit rauskommen, auch sehen können, wie eben diese Tiere dann ausschauen, also ausgestopft. Und vom Steinbock angefangen bis zu den Gämsen und bis zum Fuchs und zum Schneehasen und zum Schneehuhn. Aber da spielt ja nicht nur die Tierwelt eine große Rolle bei euch, sondern auch die Bäume, ne? Ja. Kampfzone des Waldes da heroben, Fichte, Lärche als Hauptbäume und die Zirbe. Die Zirbe. Ganz interessant. Das hört man im Moment öfter. Ist so ziemlich im Trend, ne? Ja, wieder. Die Leute sind draufgekommen, dass man aus der Zirbe sehr schöne Möbel machen kann. Die gut duften. Und Schnaps
Und man kann daraus auch wunderbar Masken schnitzen. So wie Clemens Hübsch in seiner Werkstatt. Er fertigt Masken für den Krampus, den Begleiter des heiligen Nikolaus. Er hat gut zu tun, denn für die Menschen in den Bergregionen hat Brauchtum eine sehr große Bedeutung. Der Krampuslauf findet jedes Jahr statt, immer Anfang Dezember. Im Gegensatz dazu treten ganz andere Gestalten nur alle 4 Jahre in Erscheinung. Und dann gibt es ja noch einen Brauchtum, der hat einen unglaublichen Stellenwert hier. Der Gasteiner Perchtenlauf. Das ist richtig. Und hier wird es ausgestellt. Darinnen sind wir in der Berchtenheimat. Aha. Hier sind unsere Kappen. Was ist daran so toll, dass es sogar Weltkulturerbe ist? Naja, das hat was mit der Geschichte zu tun. Die Gasteiner Berchten gibt es seit 14., 15. Jahrhundert. Da haben wir einen Bären, ja, da gibt es 2 bei uns und einen Bärentreiber. Und der symbolisiert einfach Stärke, Kraft und schützt den Zug von hinten mit großen Ketten, damit die Leute nicht in den Zug hineinkommen. Die Berchten gehen nur alle 4 Jahre und nur in den Rauhnächten. Dazwischen gibt es kein Gehen, das bleibt einfach geheim. Man muss sich rar machen, da freuen sich die Leute, wenn man sie in 4 Jahren wieder sieht. Der hat einen Schnabel. Der hat einen Schnabel. Was für ein. Und der ist früher, der ist von Rauris, kommt der, geht ins Haus, schaut, ob die Hausfrau alles sauber hat. Wenn nicht, schneidet er mit der Schere den Bauch auf und kehrt den Müll hinein und geht wieder bei der Türe hinaus. Der ist ein bisschen, wie früher ein bisschen die Gesundheitspolizei gewesen. Und diese Figur ist die zentrale Figur von den Berchten. Und die Menschen müssen immer aufpassen, wenn die Frau Berchter kommt, wo ist die schöne, die hässliche Seite. Und wenn man auf die Schuhe schaut, dann weiß man genau, Das ist die schöne. Das ist die schöne Seite. Das sind Blumen, das sind ja eigentlich auch bunte Figuren. Es ist aber wirklich eine ganz ernste Sache. Ne? Wir haben 12.000 Einheimische, 165 dürfen gehen, zwischen 16 und 80 Jahre. Und es gibt fast keine Familie bei uns herinnen, wo nicht einer von der Familie bei den Berchten war. Und der Vater nimmt den Bub mit, der Großvater den Vater. Und so geht es über die Generationen hinweg. Und darum hat das ganz einen tiefen Stellenwert bei uns. Sieht aber schön aus. Gerade da. Jetzt müssen wir mal probieren, ob eine Referenz geht, oder? Müssen wir mal schauen einmal. Die Referenz ist ja die größte Ehrenerzeugung von den Berchten her, wenn die Musik spielt und da tanzen die mit diesen Nachtänzer. Ja, Oh, sag mal, das ist doch brutal anstrengend, oder? natürlich, ja. Ja. Und alle 4 Jahre muss man wahrscheinlich sich wieder so ein bisschen... Motivieren, ja. Da geht's in Bären, ist auch als Besten. Sind wir alle am Boden, der Bär, da kniet er sich nieder. Eine in den Schnee mit ihm. Oh. Faszinierend. Masken gibt es nicht nur bei den Perchten, sondern auch bei Alex und Ankana. Zum Unterschied zu den Berchtenmasken haben unsere ein bisschen menschlichere Züge. Ich schaue da immer in die Runde und suche mir von jedem ein paar Grimassen aus und das ist dann so die Mischung der ganzen Anwesenden hier. Das Wichtigste, das wir haben, ist dieses Messer, ist sogenanntes Schnitzmesser. Thai-Messer. Thai-Messer. Genau. Und da sind wir schon bei deiner Heimat. Du kommst aus Thailand. Ich komme aus Thailand. Aha. Bist jetzt aber schon über 20 Jahre hier? Richtig, ja. Jetzt hier auch in Gastei, auch meine zweite Heimat. Wo habt ihr beide euch kennengelernt? In Nordthailand, in Chiang Mai. Ich habe damals als Küchenleiter in einem
Hotel gearbeitet und sie war Sekretärin im Bankettoffice. Und wo ist es gegangen, habe ich mir gedacht, die muss es sein. Ist aber noch wirklich nach oben. Kommt schon jemand raus aus dem Kürbis? Schön langsam, ja, sieht man schon ein bisschen was. Aber wem gehört diese Nase? Traue ich mir jetzt nicht sagen. Und ihr habt doch richtig bei Meisterschaften schon teilgenommen, ne? Genau, wir haben früher bei der Koch-Olympiade und bei der Weltmeisterschaft Goldmedaillen gemacht. Und was waren das dann für Motive beispielsweise? Die Ancana macht total feine Ornamente und Teilfiguren und so, wo ich selber mit der Brille hinschauen muss. Und ich eben mehr die figurativen Sachen. Ich habe einmal aus Schokolade die Rolling Stones als Karikatur geschnitzt. Einmal habe ich eure Landesmutter, eure ehemalige, die Frau Merkel, als Karikatur geschnitzt, zusammen mit dem Sarkozy. Und heutzutage, zum Beispiel diesen Herbst, Oktober, habe ich über 100 solche Gesichter geschnitzt, alle verschieden. Der größte war über 700 Kilo groß, der größte Kürbis Österreichs, wurde in einem Tag in so ein Gesicht verwandelt. Also wir haben die Übung, deswegen geht es auch richtig schnell her. Das sieht ja auch toll aus, aber das ist schon echt fortgeschritten. Oh, das ist ein Charakterkopf. Mann oder Frau? Großmutter, Schwiegermutter. Ich lege mich da nicht so fest. Du solltest der Schwiegermutter aber noch ein Lächeln in den Mund zaubern, ist oder? Zu spät. Ich habe schon so einen Mund gemacht. Denn ich finde, wenn jemand so eine Nase hat, dann kann er kein Lächeln haben. Da kann er nicht freundlich reinschauen. Angefangen als Jugendlicher habe ich eigentlich mit Schnitzen von diesen Berchtenmasken aus Zirbenholz. Das waren so meine ersten Gehversuche in der Kunst. Da war ich 10, 12 Jahre alt. Und so sehen Sie jetzt das. Und ihr gebt auch Kurse in einer ganz außergewöhnlichen Schule in Bad Hofgastein, in einer Tourismusschule. Und da lernt man unter anderem Gemüseschnitzen, aber noch ganz andere Sachen. Die Schülerinnen und Schüler kommen von weit her, um hier neben dem Abitur einen Beruf in der Tourismusbranche zu erlernen. Und dazu gehören in Österreich natürlich auch Sport und Skifahren. Guck mal, jetzt kommt der Adrian, oder? Das ist der Adrian, ja genau. Und? Der hat's im Griff, oder? Ja, ist ein junger Salzburger, der macht das ganz gut. Gernot, du sorgst dafür, dass die ganzen Rennläuferinnen und Läufer immer schneller werden, ja? Der große Benefit bei uns in der Internatsschule, Tourismusschule Bad Hofgastein ist einfach, dass sie eine Berufsausbildung bekommen, eben im touristischen Zweig, aber auch eine allgemeine Ausbildung. Also die haben ganz genau so Mathematik, Englisch, Italienisch, also die ganz normalen Fächer natürlich auch. Und gleichzeitig den Skirennsport, der in Österreich so wichtig ist, einfach leben können. Es sind immer wieder sehr, sehr große Talente dabei. Zum Beispiel ein Marcel Hirscher oder eine Anna Veit. Das sind ja richtig berühmte österreichische Fahrer, ne? Ja, und da sind wir dementsprechend stolz drauf, dass auch diese Stars unsere Schule besucht haben und irgendwann auch diese Hänge hinuntergefahren sind unter der Betreuung von uns und freuen uns natürlich, dass so erfolgreiche Absolventen die Tourismusschule Bad Hofgastein besucht haben. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was braucht man, um erfolgreich zu sein? Um erfolgreich zu sein, braucht man so wie überall im Leben sehr, sehr viel Wille, Entschlossenheit, Nachhaltigkeit und ja, ein bisschen Glück braucht man auch, speziell im Skirennsport. Wenn aus denen jetzt keine Rennfahrer werden, ganz erfolgreich oder nicht, was werden die dann? Sie können nach der Schule sofort in die Berufswelt einsteigen oder ein Studium machen. Also diese Basis, die Sie bei uns erlangen, ist eine sehr, sehr breite. Sie schließen bei uns mit den Berufen Koch, Kellner, Tourismuskauffrau, Tourismuskaufmann, Handelskauffrau ab und können demnach sämtliche Berufe sofort einsteigen.
gut gegangen, oder? Ja, servus. Ich habe gehört, aus Madrid muss irgendeiner sein von euch. Wer? Christian, aus Madrid. Und dann verschlägt es dich hierher. In Madrid gibt es wenig Berge, oder? Zum Skifahren. Also man kann schon Skifahren, aber hier ist es halt viel besser. Was gefällt dir besonders gut hier? Ja, immer Skifahren auch, aber ich finde das Kochen auch gut. Und es ist alles interessant. Man lernt mega viel. Was ist so dein Traum, dein Wunsch mal? Ja, ich denke, so wie von jedem da mal im Weltcup zu sein. Und ja, dann schauen wir weiter. Tourismus ist hier schon ein ganz großes Thema, gell? Ja. Was macht dir daran Spaß? Alles so ziemlich mit den Menschen arbeiten und das ist alles irgendwie, du hilfst anderen, du gibst ihnen was. Der größte Wunsch, den du jetzt hast, wenn du einen jetzt hättest? Auf jeden Fall Weltcupläufer und vielleicht der Beste. Ja. Ich wünsche dir. Was meinst du, was du dafür tun musst? Viel und hart trainieren und auch ein bisschen Glück haben natürlich. Glück im Leben hat auch Manuela. Sie hat ihren Traum bereits verwirklicht. Ihre Huskies sind ihr Ein und Alles. Mit ihnen trainiert sie täglich. Und Manuela gibt ihr Glück auch weiter. Heute an mich. Und jetzt geht's los. Ich darf jetzt quasi auch noch mal die Schulbank drücken. Manuela. Hallo Annette. Was will sie mir sagen? Sie sagt Hallo Annette. Das ist die Lilly. Hallo Lilly. Hey, und wer bist du? Das ist die Aria, das ist mein zweiter Leithund. Oh, auch clever und hübsch. Ja. Ach, schmusen. Ja, jetzt kriegst du gleich einen Kuss zur Begrüßung. Grüß dich, grüß dich. Ja, hoppla. Ja, hoppla. Das Die gehört Lilly auch meint dazu, immer, oder? Sie ist ein Schoßhund. Bei dir kann man ja tatsächlich lernen, Wascher-Feeling mal zu bekommen, ne? Genau, bei mir kann man mal so reinschnuppern quasi, um das ein bisschen zu lernen, das Gefühl für einen Schlitten, aber halt mit 2 Hunden. Das ist jetzt nicht nur ein Hobby, man hat die ja 365 Tage, man lebt mit denen und man muss quasi auch halt jeden Tag mit denen. Wenn man ein anderes Hobby hat, kann man sagen, oh, ich habe heute keinen Bock, dann gehe ich halt nicht Golf spielen oder nicht Tennis spielen, aber mit den Hunden muss man ja schon jeden Tag was machen. Aber was das Schöne halt noch ist, wie du siehst, also die kennen dich ja jetzt noch nicht lang und die sind wirklich zu jedem lieb. Das heißt, wir können mit den Gästen, auch mit ganz kleinen Kindern, wirklich toll mit denen arbeiten, weil die sind auch mit, wenn die jetzt auch wild sind, aber mit kleinen Kindern sind die ganz vorsichtig. Warum sind das hier ideale Bedingungen für dich hier? Also Sportgastein liegt relativ hoch, das ist natürlich ideal. Ja. Wir haben hier große Schneesicherheit, eine toll präparierte Piste zum Trainieren und das sind halt wirklich die optimalen Bedingungen, um so ein Team auf dem Rennen vorzubereiten. Also ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber glaubst du, ich schaff's? Ganz sicher schaffst du das. Du bist sportlich, hast ein gutes Gleichgewicht, Naturtalent, kann losgehen. Auf die Plätze, fertig, los! Und bremsen. Sehr gut, perfekt. Probier beide Seiten. Schön nach hinten, mit Schwung nach hinten. Super, ja, genau so. Und jetzt Krallenbremse. Perfekt. Schleuderkurs. So. Alle hopp. Schön macht ihr das. Ski, Ski, Ski. Ski, super macht ihr das. Juhu. Perfekt. Oh. Hoppla, das habt ihr ganz toll gemacht. Komm, das habt ihr euch jetzt verdient. Ha? Ihr kriegt zuerst Ladies First, Barbie und Chipman. Mensch, toll. Vielen, vielen Dank für das tolle Erlebnis. Oh ja, Mensch. Und jetzt gibt's Schmusen. Jetzt gibt's Schmusen. Du, oh. Super. Sportgastein ist ein echtes Winterparadies. Auf knapp 1600 Meter Höhe bildet es den Abschluss des Gasteiner Tales. Die Abgeschiedenheit macht es zu einem Platz für Naturliebhaber
Und es ist nicht nur der Lieblingsort von Manuela. Schön, dich wiederzusehen. Hallo Annette, wie war's? Also ich bin noch ganz beseelt von Manuela und ihren Huskies. Aber jetzt freue ich mich auf dich und auf deine Überraschung. Ja. Geh mal rein ins Valeriehaus. Oh, das ist genau das Richtige. Ja, das gehört immer dazu, wenn ich in Sportgastheim bin. Schön du wirst warm auch ist auf jeden merken, Fall. warum. Genau. Da stell dir jetzt gleich mal den Hausherrn vor. Das ist der Otto. Ja, grüß Gott. Otto. Hallo, freut mich. Herzlich willkommen. Ein Hallo, guter Freund und Sandra. einfach, das ist so einfach der Platz, wo man einfach hin muss, nach dem Skifahren, vor dem Skifahren und wenn man in Sportgastheim ist, natürlich sowieso. Also, und es ist wunderschön hier bei euch, ja? Dankeschön. Dieses Haus hatte vor 130 Jahren der Kaiser Franz erbaut für seine jüngste Tochter, die Marie Valerie. Wie du weißt, das ist, sie hat ja ein paar Kinder gehabt. Und das war eigentlich das Schutzhaus zur Überquerung der Alpen in den Süden. Und der Deutsche Alpenverein hat das übernommen dann und der hat es weiterverkauft. Das waren jetzt ein paar Pächter und jetzt sind wir. Aber ihr habt das schon mit ganz viel Liebe. Oh, hey, das erwartet man aber jetzt erstmal nicht. Du. Gell? Oder? Das ist ja richtiger Alpenschick hier. Ja. Aber hoppla. Hier war die Garage. Und wir dachten, na ja, was tun wir mit dem Platz? Die Garage braucht man nicht vom Vorpächter, der hatte ein Auto. Wir schlafen nicht hier, bei uns schlafen die Gäste hier. Und somit haben wir das so erweitert. Da schlafen ist auch mal echt ein Erlebnis. Aber du hast mir noch ein ganz besonderes Erlebnis versprochen. Richtig, und ich habe sicher nicht zu viel versprochen. Der Otto hat nämlich was ganz Spezielles für uns vorbereitet heute, das er normalerweise einmal im Monat macht bei Vollmond. Richtig. Oh, jetzt wird's aber romantisch. Was machen wir bei Vollmond? Vollmonddinner. Das heißt, wir servieren euch draußen ein schönes Essen. Das machen wir bei jedem Vollmond im Winter für unsere Gäste, für ca. 80 bis 100 Personen. Und jetzt seid ihr dran mit ein paar Freunden von euch. So, mein Schatz, für dich auch. Dankeschön. Also schön, dass ihr auch Zeit habt, dass ihr hier Ja, sitzt. gerne. Glücksmomente. Ja. Oder? Freut uns. Ja, Sandra, du hast nicht zu viel versprochen. Als wir in aller Herrgottsfrühe losgegangen sind mit unseren Skiern und jetzt das hier. Vom Kein Sonnenaufgang. Zum Vollmond. Was sagt ihr eigentlich zu der Tischdeko, die ich mitgebracht habe? Gefällt mir sehr schön. Also das kleine Radieschen ist ja wunderbar. Du meinst das, was ich... Ja. Ja, genau. Das hier, das habe ich leider nicht gemacht, aber daran habe ich mich versucht. Sehr schön. Also es kann weitergehen. Mhm. Ja, früher sind Kaiser, Könige und Filmstars hierher gekommen und ich kann es gut verstehen. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesmal hier sein durfte, in Gastein. So, wir lassen uns weiter schmecken.